Ich würde ganz gerne in Anbetracht der Zeit, die uns so ein bisschen davongerannt ist, jedem eine Frage erstmal stellen und dann relativ schnell öffnen, auch für Ihre Einlassung. Keine Co-Referate bitte an dieser Stelle, aber vielleicht gibt es kurze, knackige Gedanken, die Sie mit uns gerne teilen möchten. Marlene, liebe Marlene, wir kennen uns schon lange, ich erlaube mir deswegen das Du. Mich würde schon interessieren, welche Reaktionen ihr eigentlich auf das Saisonmotto des DSO bisher so erhalten habt. Wie kommt denn das an? Ich würde sagen, ausschließlich positiv und das ist ganz wunderbar natürlich. Also wir haben uns, glaube ich, gut vorbereitet auf jedwede Art von Reaktion. Wir kommen aus einer Historie von Kein Konzert ohne Komponistin, vorletzte Saison, und sind da relativ naiv an solch eine Art von politische Mottosetzung letztendlich rangegangen und haben da einen ordentlichen Backlash erhalten und waren so ein bisschen auf alles vorbereitet und sind wunderbarerweise ganz positiv überrascht gewesen, dass wir wirklich rein positives Feedback von allen Seiten bekommen haben. Und ich habe das Gefühl, alle sind ganz dankbar, sowohl MusikerInnen als auch Menschen aus dem Publikum, da die ganzen Werke zu hören, die es eben sonst bislang in unserem Kanon nicht zu hören gibt. Also bewusstseinserweitert, schön, dass das so gutiert wird, das freut mich zu hören. Ich würde ganz gerne, Björn Gottstein, Sie noch mal fragen, gibt es denn langfristige Maßnahmen? Wir haben immer von Nachhaltigkeit heute gehört, aber was bedeutet das eigentlich, eben nachhaltige Maßnahmen tatsächlich zu entwickeln, um Konzertprogramme zu verändern, statt nur projekt- oder saisonal bedingt und auch das zu verhindern, was Sie auch kurz erwähnt haben, dass manche das als Human Zoo sozusagen sehen, von denjenigen, die mitmachen. Ja, also den Human Zoo-Vorwurf, den muss man sich, glaube ich, gefallen lassen. Das ist einfach, ich verstehe den Vorwurf und gleichzeitig kann ich auch nicht anders also mir ist nichts Besseres eingefallen, als Dona Esching global zu machen. Was die Nachhaltigkeit angeht, mein Hauptproblem ist eigentlich, dass wir zwar inhaltlich was ändern, dass wir aber strukturell nichts ändern. Dass eigentlich die Entscheidungsprozesse die gleichen sind und ob jetzt jemand mit einer helleren oder dunkleren Hauptfarbe an einer bestimmten Position sitzt und Entscheidungen trifft. Also ich muss sagen, diese Liste, die ich hatte, wo die Autokratie als erstes stand, ich glaube, wir brauchen einfach Verfahren, die ein Dialog, die ein demokratisches oder auch ein offeneres Kuratieren voraussetzen, damit die Strukturen, die diesen ganzen Rassismus und all das erzeugt haben, also ich will jetzt hier auch keine kommunistische Revolutionsrede halten. Warum nicht? Ist schon okay. Das ist, glaube ich, ein bisschen übertrieben oder da geht übers Ziel hinaus, aber es sind ja Strukturen, die das erzeugt haben. Und jetzt arbeiten wir daran, das zu überwinden und loszuwerden. Ich glaube, wir müssen die Strukturen auch verändern. Ansonsten kann das nicht gelingen. Weil sich jetzt immer, die Saison haben sie jetzt dieses Jahr, aber nächstes Jahr haben sie dann vielleicht auch wieder eine andere Saison und trotzdem müssen dann ja Composers of Color weiter im Programm des Orchesters gespielt werden. Und ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, vielleicht brauchen wir andere Gremien oder so. Ich habe keine Antwort auf die Frage. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe Dona Esching verlassen, nachdem Dona Esching global stattgefunden hat, dass ich selber auch keine Möglichkeit hatte, eine nachhaltigere Struktur zu implementieren im Festival. Deswegen muss ich es ein bisschen offen lassen. Dann frage ich mal George Lewis, welche Einlassung er dazu hat, welche Gedanken nachhaltig eben an Strukturen, Veränderungen vorzunehmen. Hat das nur mit Menschen, Personen zu tun oder ist es mehr? Well, let me give my answer out English, if you don't mind, even though I'm hearing what you're saying, but I'm feeling a little not confident today. And if I feel more confident, I'll switch back. I learned a great deal from Marlene about how the orchestral programs are made. It's a bit like learning how sausages are made. And, you know, I began to realize that there are real difficulties with she had to recruit people. Am I telling tales out of school, Marlene? I mean, like, you have to recruit people like Dahlia and others to actually get this repertoire online because a lot of people, they don't know it. And so you have to convince them. So she was on the phone with people, she was emailing them. I was like stunned. I didn't know any of this. I felt super naive. But the result of that is because we're able to work together as a group, like let's say if this group around the table curated the next couple of seasons, a lot of it comes down to who's doing it.
and not just the ideas, or not in the abstract. In other words, who's going to actually do it? And so if we want to be a sustainable curation, we have to place people in sustainable positions. And if we can do that, that makes a great deal of difference. So the other thing is, what about future seasons? I sort of know that we can't have Afrodiaspora composing while black every season, obviously. So we have to think more about entering this into the overall consciousness of the field, which involves a much wider, as I tried to talk about in my talk. We have to think not just about the orchestra, but about the journalists, about the critics, about the pedagogical structures, about the organizations that support the Februar institution, and we have to get all those people involved in the project. It's a wide-ranging situation, and it's not just for one season. It's the only way to do it is to have people you have to do it. Everyone has to be involved. That's the only way to get it to work. Ja. Daniel, Sie haben uns ziemlich klar aufgezeigt, dass das Gegenteil von gut gemeint, oder von gut gemeint, wie auch immer sein kann, und dass das ziemlich in die Hose gehen kann. Ehrlich gesagt ist das ja ein ziemliches Desaster, was Sie hier beispielhaft gebracht haben. Und da fragt man sich schon, wie man auch den Menschen, auch dem Publikum die politische Dimension von Musikgeschichte und Musikgeschichten und Musikgeschichtsschreibung vermitteln kann, konstruktiv, progressiv. Haben Sie dazu Ideen? Ich weiß nicht. Vielen Dank. Das ist eine gute Frage. Das freut mich. Es gibt verschiedene Ebenen, diese Frage vielleicht zu beantworten. Publikum weiß ich nicht, weil ich finde nicht, dass dass der Job ist nicht, das Publikum zu educaten, sondern ich wäre das eher, also als Dozentin, dann wäre ich, das ist auf jeden Fall mein Job, die Tools an die Studierenden zu geben, wie ich das vorhin gesagt habe, mit dieser Ethik der Opernanalyse, konkrete Strategie, um den Ort, um eine Aufführung zu untersuchen. Jetzt, was das Politische angeht, das kann man Menschen tatsächlich nicht aufzwingen. Das ist viel einfacher, blind zu sein für solche Realität. Die sind unangenehm. Die sind unangenehm als Forschende, die sind unangenehm als Personen, die betroffen sind. Die sind unangenehm als Nachkommen von TäterInnen. Das ist keine angenehme Frage. Das ist viel leichter zu sagen, lass mal, das ist alles besser, Reconciliation. Das heißt, einfach stattfinden lassen, einfach anders machen, ohne einzuordnen? Nicht so, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall nochmal stattfinden lassen. Es gab viele... Nein, Neues oder anderes, anderes. Eben stattfinden lassen. Ohne es zu politisieren? Fragezeichen. Kunst ist politisch, Wissenschaft auch. Also das findet nicht außerhalb der Gesellschaft, also das ist sowieso politisch. Die Frage ist, wie vielleicht angefangen mit den Produktionsbedingungen, mit dem Cast, mit den SängerInnen. Und Joss hat etwas auch gesagt über welche Menschen auch an den Institutionen sind. Das ist jetzt ein Beispiel für ein selbstständiges Stück. Aber wenn Personen, die an entscheidende Positionen sind, die keine Ahnung haben über deutsche Kolonialgeschichte, die keine Ahnung haben über all diese Themen, das kann nur nach hinten gehen. Ja. Harald Kisier, welche Begriffe oder Kategorien der Musikkritik, weil das auch gerade schon anklang, müssen auch nochmal überdacht, überarbeitet, vielleicht auch abgeschafft werden? Ja, das ist eine große Frage. Vielleicht eine Sache, weil das in dem Vortrag von Björn Gottstein vorhin angesprochen wurde. Also implizit Genrebezeichnung. Also es ist ja tatsächlich nicht so, dass vor 2018, 19, 20 keine
schwarzen Komponistinnen in Donaueschingen aufgetreten sind. Einer der allerersten, der dort aufgetreten ist, war John Lewis. Und zwar, der ein Komponist ist, musikalischer Leiter des Modern Jazz Quartetts. John Lewis hat Fugen komponiert. Also, um nochmal auf Jefferson zurückzukommen, also John Lewis hat dieses Kriterium, ne, komplexe Melodien und so weiter erfinden, das hat er erfüllt. Aber es war John Lewis und das Modern Jazz Quartett, und es kommt ja in dem Bezeichnung dieses Ensembles zum Ausdruck, sind Jazz identifiziert. Und es gibt diesen Ausspruch von Picasso, der gesagt hat, der Erfolg ist das Gefährlichste, was einem Künstler passieren kann. Ich möchte das ein bisschen modifizieren. Erfolg ist das Gefährlichste, was afrodiasporischen Künstlern oder MusikerInnen passieren kann. Im Fall von John Lewis und dem Modern Jazz Quartett, die sind 57 aufgetreten. Das ist das Jahr gewesen, in dem Strawinskys Argon uraufgeführt wurde. Das Problem war, dass alle Leute über das Modern Jazz Quartett gesprochen haben und kaum jemand über Argon gesprochen hat. Die Bild-Zeitung hatte eine Schlagzeile, da stand: König Jazz entthront König Zwölfton. Die Folge war, dass Jazz gecancelt wurde, und zwar für 10 Jahre lang. Es war kein Jazz mehr zu hören. Auch Anthony Braxton ist in den 70er Jahren gemeinsam mit dir, George, aufgetreten. Also es wäre verwegen zu behaupten, Braxton sei kein Komponist. Also das vielleicht, Genrebezeichnungen sind sehr ideologisch aufgeladen. Und ich meine jetzt gar nicht nur ideologisch im Marxischen Sinne, sondern es gibt ja andere Konzepte von Ideologie auch. Und wenn da was verändert wird, dann würde das, glaube ich, zu einer Öffnung und zu einer größeren Durchlässigkeit auch führen. Ich glaube, das leitet auch sehr schön zu Isabel Mundry und dem, was wir von Ihnen gehört haben, über. Wie, Frau Mundry, können denn KomponistInnen verhindern, dass sie unbewusst überkommene ästhetische Hierarchien fortschreiben? Also Sie schauen offenbar sehr genau danach, sind dafür sensibilisiert und dennoch passiert es möglicherweise hier und da. Welches Handwerk wird dazu benötigt? Also ich meine, es gibt ja inzwischen auch viele, die schon von einem viel offeneren Punkt aus anfangen. Das muss ich auch. Ich bin ja nun mal so eine richtige Schriftkomponistin und da gibt es ja doch inzwischen auch einige andere. Aber wie offen das dann wirklich ist, weiß ich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube bei dem Thema, wir müssen unglaublich ausdauernd sein. Ich meine, das ist mit KomponistInnen im Musikbetrieb genauso. Als ich angefangen habe zu komponieren, gab es gerade 3 Jahre vor das allererste Komponistinnen-Lexikon. Dann gab es irgendwann mal so während meines Studiums so 2, 3 Festivals, die dann nur Komponistinnen aufführen wollten. Da wollte ich nie hin. Ja. Dann ging es mal irgendwie hoch und plötzlich waren wieder alle weg. Ja. Also dann hat irgendwie Armin Köhler hat mal in Donaueschingen mal irgendwie eine Saison das Thema Großform. Da waren alle Komponistinnen wieder weg. Ja, da gab es nur Annesley Black, die irgendein Pädagogikprojekt machen konnte. Jetzt wäre es nicht mehr so. Ja, ich glaube, jetzt hat sich rumgesprochen, dass wir das auch können. Aber es braucht Geduld, ich finde wirklich, und in den Hochschulen. Also ich finde, manchmal sollten, also was ich am allerbesten fände, 100 Jahre lang mal alle Stücke ohne Namen aufführen. Das fände ich gut, in Geschichte und Gegenwart, das fände ich eigentlich das Allerbeste. Vielleicht auch mal irgendwie allen ProfessorInnen verbieten, ein Seminar zu wiederholen. Das ist alles so... Also ich meine, für mich wäre das Langweiligste auf der Welt, aber das ist alles so langsam. Und was du mit den Verwandtschaftsbeziehungen sagst, ich nenne das auch Kuschelecken. Das müssen gar nicht Menschen sein, die man kennt, aber Atmosphären. Ja? Also wie wenn wir jetzt hier, wir 3 da sitzen würden, ihr 3 in der Ecke. Und das ist ja auch oft so. Ja? Also ich glaube, man muss spielen. Also man muss da dauernd Wind rein. Das sind super Ideen, die Sie gerade hier aufgelistet haben. Ja, finde ich auch. Also. Gut, vielen Dank. Gibt ganz, ganz viele Fragen. Marlene noch? Ich wollte da nur kurz zu sagen, weil ich das so gut nachvollziehen kann, alles, was Sie gesagt haben. Und irgendwie geht es auch
ganz oft einfach ums leicht machen. Und wenn man es sich leicht macht, wird's schnell schwierig oder wird's immer das Gleiche vorgetragen. Entweder man macht es sich leicht im Kuratieren von Orchesterprogrammen oder man macht es sich leicht in der Hochschule beim Dozieren. Und ich glaube, weil wir eben auch über strukturelle Veränderungen sprachen, die, glaube ich, so schnell einfach nicht umzusetzen sind. Am Ende des Tages geht es um jeden Individuum, der dann eben den gewissen Effort machen muss und die gewissen Schritte gehen muss, um etwas zu verändern. Und das ist total anstrengend. Und hat mit viel mehr Diskussion und viel mehr Kommunikation zu tun, als wenn wir alle in unserem kleinen stillen Kämmerlein das machten, was wir gut können und was wir geübt haben. Und das ist, finde ich, auf der einen Seite natürlich ein bisschen frustrierend, weil man eben von allen Menschen viel mehr abverlangt, von allen Seiten, aber eigentlich umso inspirierender ist es ja jedes Mal, in Kommunikation zu treten miteinander. Aber man geht natürlich Risiken ein. Herr Gottstein, Sie haben gesagt, man gibt Dinge eben aus der Hand und weiß nicht, was dabei rumkommt, ne? Wenn man sich erstmal auf so ein Abenteuer, auf so einen Prozess auch einlässt, so ein bisschen konsequenter einlässt. Lassen Sie uns öffnen an dieser Stelle. Gibt es Wortmeldungen? Keiner. Doch, da sehe ich eine Hand. Sehr schön. Ich glaube, wir haben sogar ein Saalmikrofon. Ja, das kriegen wir hin. Prima. Hallo, schönen guten Abend. Hallo, guten Abend. I will speak in English if you allow me. So thank you so much for this event. I had a question for George about the book you wrote. I was wondering, because you talked a bit in English, in German and in French. So I was wondering in which language you wrote. And also it led me to the question of what do you think, with the question of decolonizing, what do you think of the usage of the European solfège and the different system of music noting? For example, we talked about the Georgian system earlier, or the Indian also noting system. I wanted your thought on that. By the book, did you mean Composing While Black? Composing While Black, Okay, and the other book as well was called les 8 solutions pour. The sort of article. Well, the article I wrote myself, the book is a joint production of me and Harold, and we wrote a foreword, and then we collected articles. And most of the articles turned out to be in English. I think maybe Jesse Cox was in German. Jesse's was in English too. Well, there's this odd tradition at Columbia where I teach of having people write beautiful dissertations in their second or third language. Like, that's what he did. And that's what Jesse Cox did and other people, and they managed to do that. I mean, it's great, and you guys were much better at it than I went to a Museum of Modern Art, and I saw an exhibition of Kazimir Malevich. And all the writing was in German, and I realized, God, my German is bad, but his is really bad. So I mean, but people have to do what they have to do. But let me say that I wrote in English. How do we do this? I mean, the thing is that I wrote it in English, and then they translated it into German and French. But the other thing is, it's not so much that. Well, let me put it another way. Georg, my colleague at Columbia, Georg Friedrich Haas, he said in a seminar that equal-tempered 12-tone music had colonized our ears. And so we were unable to really hear other kinds of music with microtones and so on. So I say there is a case to be made for thinking about new ways of doing solfège, new ways of doing music theory. I think an overarching problem that has been addressed in the United States is that when you see examples of composition study, music theory, all the examples are white men. So if you fix that right away, regardless of the type of solfège they're doing, you're much further along toward the decolonization project, which is about not so much the structural component, but that's a part of it, but also just unearthing those unheard voices and making sure they come to the fore. And I think that's what this thing that Marlena and the rest of us have managed to do. This is what we've done, is we've managed to, first of all,
it's a pretty great program. I mean, and not just tonight's program, and not just William Dawson, but also Anna Klein. Anna Klein was the one that got away. I tried to get her to come to Columbia. Anyway, that's the first question. Thank you. Thank you. Thanks, vielen, vielen Dank. Gibt es weitere Fragen, Anmerkungen? Ich meine, bemerkenswert ist, dass in der klassischen Welt dieser Prozess unglaublich langsam voranschreitet. Da gibt es ganz andere Kunstformen, wo man sagen kann, da ist das weniger, sage ich mal, ein Issue. Vielleicht auch dazu eine Erklärung Ihrerseits, aber vielleicht müssen wir nicht darüber sprechen, was alles nicht läuft, sondern vielmehr, wie man es ändern kann. Aber vielleicht gibt es noch, ja, Rebecca Wolf, Fragen Ihrerseits, bitte. Vielen Dank für alle Beiträge. Ich habe eine kurze Frage. Mir ist das lange nachgegangen. Letztes Jahr beim Symposium hier, kein Konzert ohne Komponistin. Da ging es ja auch ums liebe Geld und um die Kapazitäten. Da kam so raus eben auch, was es doch für Kapazitäten auch kostet, als Orchester Kompositionen vorzubereiten für die Aufführung, die es eben noch nicht in dieser zubereiteten Form sozusagen gibt. Das wird jetzt für die kommende Saison vielleicht so ähnlich sein. Hier würde mich interessieren, wie es das DSO schafft, das, ja, Stichwort Nachhaltigkeit, das dauerhaft zu stemmen. Denn ja, da muss man ja seine Kräfte bündeln oder zusätzliche Finanzierung einwerben, keine Ahnung. Also das würde mich interessieren und das sollten wir ja nicht vergessen. Das ist nicht selbstverständlich. Vielen Dank, ja, wichtige Frage. Ja, also zusätzliche Finanzierung wäre natürlich schön. Letztendlich geht es auch hier wieder um ganz viel Einsatz und Mehrarbeit von jedem Einzelnen aus dem Team. Auch letztendlich von jedem Einzelnen aus dem Orchester. Gerade bei dem Stück jetzt gab es 3 verschiedene Versionen. Es gab viel hin und her mit dem Verlag, mit Dalia Stasewska. Es gab eine Liste von Fehlern, die noch nicht übertragen worden waren ins neue Material. Also es ist natürlich viel mehr Aufwand, solch ein Werk aufzuführen, als mal eben irgendeine Beethoven-Symphonie zu nehmen. Aber ja, wir wollen uns ja irgendwie nicht ausruhen und wir wollen ja einfach Teil des Dialogs sein und auch Dialog anstoßen und dann nehmen wir das, glaube ich, alle gern in Kauf. Es gibt natürlich auch Töpfe, die man anzapfen kann. Wir haben Geld von der exzellenten Orchesterlandschaft bekommen und so. Aber auch das ist auch wieder eine Kapazitätsfrage, da entsprechend einen Antrag zu stellen und so weiter und so weiter. Also ja, sind ganz lange Rattenschwänze. Wichtig, vielen Dank für die Ausführung und Harald, bevor Sie uns gleich Richtung Philharmonie verlassen, vielleicht auch daran anschließend die Frage, wie sich die Zusammenarbeit eben zwischen Forschung, zwischen der Praxis, zwischen Komposition, Institution auch dementsprechend, wie lässt sich da besser zusammenarbeiten? Das muss ja irgendwie auch Hand in Hand greifen, oder? Ja, es sollte es, damit diese Nachhaltigkeit auch entsteht. Und ich finde es halt ganz wunderbar, also Musikvermittlung ist, glaube ich, wichtig. Musik spricht nicht für sich selbst. Und ich finde es ganz wunderbar, dass dem DSO sozusagen dieser Diskursaspekt und Anteil so wichtig ist. Dass es so ein Symposium gibt, dass es Konzertanführungen gibt, wo man dann vielleicht auch auf Hintergründe eingehen kann, die dem Publikum bisher nicht so geläufig ist, weil es um Musik und kulturelle Kontexte geht, die nicht diesen Stellenwert bisher hatten. Gibt es dazu noch ein paar andere Punkte, das Zusammengreifen zwischen Wissenschaft und der Praxis und dem Kuratieren? Ja, ich hätte da vielleicht auch einen Punkt zum Thema Nachhaltigkeit. Ich werde als historischer Musikwissenschaftlerin sehr oft angefragt von Konzerthäusern, weniger Opernhäusern, aber Konzerthäusern, also seit den letzten 5, 8 Jahren viel und immer sehr sporadisch. Und die Anfragen sehen immer so aus, wir wollen dein ganzes Wissen und dich nicht bezahlen und am besten sollst du die ganze Saison kuratieren. Und das sollte sich langsam ändern. Ich bin müde und ich finde, langsam könnten auch kompetente Menschen
in den Institutionen auch langfristig engagiert werden. Nicht nur ich, sondern es gibt auch weitere tolle MusikwissenschaftlerInnen und einfach nicht noch diese ganze Kompetenz aussaugen und die Menschen rausspucken. Das ist etwas, was sich grundsätzlich verändern soll. Das wollte ich sagen. Es gab in deutschen Museen, ich glaube von der Kulturstiftung des Bundes finanziert, die sogenannten 360-Grad-AgentInnen, die genau sowas in den Institutionen machen sollten, aber bezahlt eben. Ja, kann man, ist auch vorbei, ganz genau, aber fällt mir dabei nur ein. Also man kann sowas auch institutionalisieren, wenn man es möchte. So, gibt es weitere Fragen, Einwürfe, Gedanken? Ja, herzlich gern. Ich habe eine Frage zur Terminologie. Das ist ja schwierig. Und schade, dass Herr Christo jetzt gerade geht, weil Sie hatten auch den Begriff Kreolisierung genannt. Ist das direkt an Herrn Kisiedo noch mal eine Frage? Kisiedo und ja. Ja, ganz schnell sozusagen. Ganz schnell, ja. Der Begriff Kreolisierung. Ich habe aus Brasilien gehört, dass dieser Begriff in der neuesten Diskussion als rassistisch empfunden wird. Also Brasilien, ein Land, was sich lange als ihre eigene Kultur als kreolisch definiert hat. Ein Land, wo es eben eine Afrodiaspora gibt, indigene Völker und eine ganz starke Community von Kolonisatoren, also Weißen aus allen möglichen Ländern, natürlich Portugal. Und in der neuesten Diskussion heißt es, dieser Begriff sei rassistisch, Kreolisierung. Also es ist in der brasilianischen Geschichte. Können Sie dazu irgendwas sagen, ob Sie sich dann auch innerhalb dieser Afrodiaspora über die Begrifflichkeiten in unterschiedlichen kulturellen Kontexten dort unterhalten und welche Gefühle diese Begriffe auslösen, weil sie vielleicht in Brasilien eine andere Geschichte haben als Begriff der Militärdiktatur der Weißen gegen die anderen, als vielleicht in anderen Ländern Afrikas. Ich glaube, der Punkt ist angekommen. Vielen Dank, weil Harald los muss, das weiß ich. Ich fürchte, ich kann die Frage nicht wirklich beantworten, weil ich den aktuellen Diskussionsstand in Brasilien im Hinblick auf diesen Begriff nicht wirklich kenne. Also Sie haben von der indigenen Bevölkerung, der afrodiasporischen und den Nachkommen der europäischen Kolonisierer gesprochen, aber Sie haben ja in Brasilien, Sie haben eine Bevölkerung, die sich zum Teil zusammensetzt aus Leuten, deren Vorfahren aus diesen drei Gruppen kommen. Richtig, und das ist das Konzept des Kreolisierens. Also vielleicht, es gab vor, das ist schon über 30 Jahre her, Caetano Veloso und Gilberto Gil haben ein Album gemacht, das, ich glaube, es war so 92, 93 rauskommt, Tropicalia Deutsch. Und da gab es ein Interview mit beiden in einer deutschen Zeitung. Und da hat der Journalist Caetano Veloso die Frage gestellt, gesagt, oh, das ist ja toll, dass Sie mit einem schwarzen Musiker wie Gilberto Gil zusammenarbeiten. Die Antwort von Caetano Veloso war, ich bin selbst schwarz. Ja. Caetano Veloso stammt aus Bahia. Es ist afro-brasilianisch. Das verkompliziert so ein bisschen das, was Sie eben sagten. Aber ich bin tatsächlich, ich bin in diesem aktuellen Diskurs in Brasilien im Hinblick auf rassistische Konnotation dieses Kreolisierungsbegriffs nicht so drin, dass ich Ihnen jetzt die für Sie wahrscheinlich befriedigende Antwort geben kann. Aber das macht es auch so schwierig, diesen Begriff zu verwenden, oder? Let me say something about that, because in 2017... Ja, na klar. Vielen Dank. Okay, thank you, Harald. Danke. Because, you know, in 2000, this whole Kreolisierung and the neue Musik thing is kind of my fault, because I introduced it to the classical music world at the Deutsche Musiktage, and that lecture, that was the first time I ever lectured about Kreolisierung. And I based it on the work of the Caribbean theorists, who, as you maybe if you saw my lecture, you saw the book Éloge de la Créolité. Did you see that part of it? You know, okay. Well, if you didn't see my talk, right? Because I talked about that. So the thing is that it was
that whole idea of the créolité was something that came out of Édouard Glissant, and it came out of the work of these younger theorists, Chamoiseau, Confiant, etc. And they were thinking about it in terms of its creolization isn't just for black people. You are creolized too. And so what that really means is that we're looking at experiences, cultures, not just about race. And so what I was thinking of, I thought that this was something that had never been applied to classical music because classical music doesn't like to think about race. And so to think about white people as having race, because the traditional stance was that white people don't have race. They're sort of exnominated from that, and that white people get to decide who has race and under what conditions and who is racist and who's not. And so, and always exempting themselves from that. So by implicating whiteness as a part of creolization, it was a way of destroying racism and a way of destroying whiteness. And so I don't really know what's happening in Brazil, but I do know that in the Caribbean situation from which the concept of creolization comes, they don't look at it that way. Thank you so much. Vielen, vielen Dank. Da gibt es eine weitere Wortmeldung, bitte. Dankeschön. Also eine kurze Anmerkung, weil ich denke, das ist wirklich wichtig, diese Genrefrage, die angesprochen wurde, auch von Herrn Gottstein. Und ich glaube, dass es gerade in der Klassik ja ganz extrem, wie soll man sagen, dieses Genrespezifische gibt, die eben eine europäische Frage ist. Wenn man sich zum Beispiel anschaut, ich habe einige Jahre mit Alim Kasimov gearbeitet, Mugam, und der hat sich immer gewundert, warum er in Deutschland bei Weltmusikfestivals spielt, weil er sich als klassischer Musiker fühlt. Und die klassische Musik im asiatischen Raum ist natürlich eigentlich ein Teil, der in die Philharmonien gehört und in die Konzertsäle. Aber meine Frage ist eigentlich die andere, nämlich zur Nachhaltigkeit. Wir erleben das ja sehr häufig im Konzertsaal. Die Berliner Philharmoniker geben kurze Auftragswerke an zeitgenössische Komponisten. Und das sind dann meistens, das wird einmal aufgeführt, das sind oft leider auch nur kurze Stücke, die so die Ouvertüren ersetzt haben im klassischen Konzertprogramm. Und dann hört man sie eigentlich nie wieder. Und je länger diese Stücke sind, desto seltener werden sie immer wieder aufgeführt. Also was kann man dazu tun, neben den Punkten, die schon angesprochen wurden, also dass da Leute in die Institutionen müssen, die sich darum kümmern. Was kann man dafür tun, dass sowas langfristig verankert wird? Kann man zum Beispiel auch einfach sagen, wenn Orchester oder Institutionen subventioniert werden, dass sie dann eben auch so und so viel lange Stücke, aktuelle Stücke aus allen Also eine Quote sozusagen müssen, einbauen. oder was auch immer. Und ich hasse Quoten natürlich. Ja, aber das ist eine gute Frage, vielleicht verknüpft mit dem Verständnis von Kulturinstitutionen, was sich da möglicherweise auch wandeln könnte, sollte, müsste. Man muss ja ehrlicherweise sagen, der neue Musikbetrieb hat ja auch diesen Hype, immer nur auf Uraufführungen zu spielen. Das sind nicht nur die klassischen Sinfonieorchester, das ist irgendwie also als ob Uraufführung ein Label an und für sich ist. Fällt jetzt auch spontan nichts ein, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, worüber wir hier reden, das sind so tiefe Muster unseres Kulturbetriebs. Und da muss man an jeder Stelle einzeln schrauben und erneut, also es gab mal auch vor langer Zeit in Donaueschingen die Initiative, wenigstens mal Uraufführungen 2- oder 3-mal aufzuführen von 3 verschiedenen Ensembles, um mal Interpretationsvergleich. Einmal, das war toll, aber danach war es auch wieder weg. Projekt Titus. Ich würde dazu nur gerne noch einmal sagen, ich liebe Quoten. Weil ohne Quoten hätten wir keine Komponistinnen im Programm gehabt, ohne Quoten hätten wir auch nicht dieses Saison-Motto auf den Plan geschrieben. Und ich glaube, das hat uns im Planungsteam sehr geholfen, immer wieder dran zu denken, wo ist eigentlich die Frau? Wo ist eigentlich das Werk der afrodiasporischen KomponistInnen? Ich glaube, das ist so in unserer Gesellschaft irgendwie so ein bisschen verschrien, dass Quoten so was Schlechtes sind, weil wo bleibt die Qualität? Es soll immer nur um die Qualität gehen an oberster Stelle und das schließt sich ja gar nicht aus. Aber auch da wieder, Quoten heißt auch mehr Anstrengung, weil eben nicht mal eben so aus der Hüfte geschossen ein Programm entsteht, sondern weil man sich bemühen muss, weil man mehr recherchieren muss, weil man mehr in Austausch gehen muss miteinander,
Und ja, ich bin trotzdem überzeugt, dass am Ende was Besseres dabei herauskommt mit Quoten und dass es irgendwann auch zu einem Automatismus wird. Also das merke ich ganz stark in meiner eigenen Arbeit nach dieser Komponistinnen-Saison, ist das bei mir total drin. Und ich glaube auch und bin fest davon überzeugt, dass es total wichtig ist, dass wir diesen Weg gegangen sind und auch ihn diesmal gehen, das so dick drauf zu schreiben, also auch nach außen hin zu präsentieren, wir haben uns eine Quote gesetzt, weil erst dann die Menschen überhaupt verstehen, was wir bewirken wollen und überhaupt erstmal das ganze Thema natürlich auch so groß geschrieben werden kann, wie wir es jetzt groß schreiben wollen. Und ich merke in Gesprächen mit KollegInnen aus der Branche oder auch aus dem Publikum, das DSO ist jetzt das Orchester mit den Komponistinnen, sage ich jetzt mal, lapidar. Und das mag erstmal eindimensional klingen, ist es aber gar nicht, weil wir natürlich uns ja auch, siehe diese Saison, auch in andere Richtungen bewegen. Aber das meine ich mit diesem Automatismus. Ich glaube, es ist, es kann total was Gutes daraus entstehen. Und nichtsdestotrotz geht es natürlich auch immer wieder darum, wer fällt denn eigentlich die Entscheidung? Und gerade bei einem Orchesterkonzert geht es auch immer wieder darum, dass die DirigentInnen letztendlich die kleinen künstlerischen LeiterInnen des einzelnen Konzerts sind, also sei es unser Chefdirigent oder eben unsere GastdirigentInnen. Und am Ende des Tages entscheiden die Personen, die vorne stehen und den Stab schwingen, was gespielt werden soll. Das heißt, es ist eine Überzeugungsarbeit natürlich, denjenigen auch neue Werke vorzustellen. Aber wenn die Person sich nicht damit wohlfühlt, weil sie es noch nicht kennt, dann zwingen wir ja auch niemanden sozusagen. Nichtsdestotrotz, ich glaube, es geht ganz viel also auch um Vermittlungsarbeit und darum, dass jede und jeder sich selbstständig auch weiterbilden muss und neue Dinge kennenlernen muss, um eben dann andere Programme dirigieren zu wollen. Und das fällt manchen leichter und manchen eben nicht. Ja, ich halte es da gerne mit einer Regel aus der Landwirtschaft, liebes Publikum, in Sachen Diversität und zwar in allen Bereichen. Gibt nämlich die schöne Regel, Monokulturen haben noch keinem Boden auf Dauer gut getan. Und so sieht das, glaube ich, auch irgendwann tatsächlich im kulturellen Bereich und in allen Bereichen aus. Vielleicht könnte man das auch ein bisschen so übertragen. Aber ich glaube, das waren sehr gute abschließende Worte, Marlene, für den heutigen Tag. Ich weiß, man hätte noch vieles anderes beleuchten können, aber vielleicht ist das ja einfach mal so ein Auftakt, um gewisse Dinge nochmal zu hinterfragen. Ich danke Ihnen jedenfalls sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben und dass Sie Interesse haben an diesem Thema. Danke auch nochmal für alle Vortragenden und dieses wunderbare Podium. Vielen Dank. George Lewis, Björn Gottstein, Marlene Brüggen, Isabel Mundry und vielen Dank, Daniel Dort.